Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den feuchten, nebelverhangenen Tiefebenen des heutigen Mexikos, lange bevor die Maya ihre Pyramiden in den Himmel streckten, existierte eine Kultur, die so rätselhaft wie fundamental ist. Sie hinterließen keine großen Bibliotheken aus Stein, sondern gigantische, starrende Köpfe aus Basalt, deren Gesichtszüge bis heute ein ungelöstes Geheimnis darstellen. Wir sprechen von den Olmeken, der sogenannten Mutterkultur Mesoamerikas. Ihre Geschichte ist kein lauter Schrei in den Annalen der Zeit, sondern ein tiefes, resonantes Flüstern, das wir heute Nacht gemeinsam zu entschlüsseln versuchen. Guten Abend. Begleiten Sie mich in eine Welt, die lange Zeit unter dem dichten Blätterdach des Dschungels verborgen lag, eine Welt, deren Existenz nur ein Flüstern in den Annalen der Zeit war. Unsere Reise beginnt nicht in der Antike, sondern im Jahr 1862. Ein Bauer, der sein Feld in der Nähe des Dorfes Hueyapan im mexikanischen Bundesstaat Veracruz bestellte, stieß auf etwas Unglaubliches. Aus dem feuchten Boden ragte ein Teil eines riesigen, aus Stein gehauenen Kopfes. Der Reisende und Altertumsforscher José Melgar y Serrano war der Erste, der diesen Fund dokumentierte. Er war verblüfft. Die Gesichtszüge, die er beschrieb, erinnerten ihn an afrikanische Darstellungen. Eine Beobachtung, die jahrzehntelang zu fantastischen und heute widerlegten Theorien über transatlantische Kontakte führen sollte. Doch was Melgar wirklich gefunden hatte, war weitaus bedeutender. Es war das erste Puzzleteil einer Zivilisation, für die es damals noch nicht einmal einen Namen gab. Für Jahrzehnte blieb dieser kolossale Kopf, bekannt als Monument A von Tres Zapotes, eine isolierte Kuriosität. Die etablierte Archäologie konzentrierte sich auf die glanzvollen Städte der Maya und Azteken. Man ging davon aus, dass die Maya die Mutterkultur Mesoamerikas waren, der Ursprung aller Hochkulturen in dieser Region. Erst in den 1930er und 40er Jahren begann sich das Bild zu ändern, maßgeblich durch die Arbeit des amerikanischen Archäologen Matthew Stirling. Mit unermüdlicher Energie und Intuition grub Stirling weitere Köpfe und monumentale Throne aus in San Lorenzo, La Venta und Tres Zapotes. Langsam, Fund für Fund, setzte sich die Erkenntnis durch, dass diese Artefakte nicht nur anders, sondern auch deutlich älter waren als alles, was man von den Maya kannte. Man stand vor den Überresten einer Kultur, die lange vor den berühmten Pyramiden von Chichén Itzá oder den Tempeln von Tikal geblüht hatte. Man nannte sie die Olmeken, nach einem viel späteren Volk aus derselben Region, das von den Azteken als die Leute aus dem Kautschukland bezeichnet wurde. Wir wissen nicht, wie sie sich selbst nannten. Ihr wahrer Name ist, wie so vieles andere, im Nebel der Zeit verloren. Was wir wiederentdeckt haben, ist nicht nur eine Reihe von Ruinen, sondern der wahre Ursprung der Zivilisation auf dem amerikanischen Kontinent. Um die Olmeken zu verstehen, müssen wir zunächst ihre Welt verstehen, das Land, das sie geformt hat und das sie im Gegenzug meisterhaft formten. Ihr Zentrum, das wir heute als das olmekische Herzland bezeichnen, erstreckte sich entlang der schwülen, tropischen Küstenebene des Golfs von Mexiko in den heutigen Bundesstaaten Veracruz und Tabasco. Dies ist eine Landschaft, die von Wasser dominiert wird. Große Flüsse wie der Coatzacoalcos und der Tonalá
schlängeln sich träge durch das Tiefland und schaffen ein Labyrinth aus Nebenflüssen, Sümpfen und Altwasserarmen. Jedes Jahr traten diese Flüsse über die Ufer und hinterließen eine Schicht aus nährstoffreichem Schlamm. Ein Geschenk, das den Boden unglaublich fruchtbar machte und mehrere Ernten pro Jahr ermöglichte. Auf diesen fruchtbaren Böden bauten die Olmeken die heilige mesoamerikanische Triade an: Mais, Bohnen und Kürbis. Dieser landwirtschaftliche Überschuss war das Fundament ihrer Gesellschaft. Er ernährte nicht nur die Bauern, sondern auch die Priester, die Handwerker und die Herrscher, die den Bau monumentaler Zeremonialzentren anordneten. Doch diese Umwelt war Segen und Fluch zugleich. Die extreme Feuchtigkeit, die dichte Vegetation und die saisonalen Überschwemmungen stellten enorme Herausforderungen dar. Um in dieser Welt nicht nur zu überleben, sondern eine komplexe Zivilisation zu errichten, bedurfte es außergewöhnlicher Organisation und eines tiefen Verständnisses für die Rhythmen der Natur. Die Flüsse waren ihre Autobahnen, auf denen sie schwere Güter transportierten, darunter die gewaltigen Basaltblöcke für ihre Skulpturen, die aus den fernen Tuxtla-Bergen stammten. Die Region bot auch andere wertvolle Ressourcen: Teer für die Versiegelung, Salz aus den Küstenlagunen und natürlich Kautschuk vom Gummibaum, der ihnen später ihren Namen gab. Jade, das für sie wertvoller als Gold war, mussten sie über weite Handelsnetzwerke aus dem heutigen Guatemala importieren. Diese Geografie, eine reiche, aber anspruchsvolle Mischung aus Wasser, Wald und fruchtbarer Erde, war die Wiege, in der die olmekische Kultur wuchs. Sie zwang zur Zusammenarbeit, förderte den Handel und lieferte die materiellen und spirituellen Grundlagen für den Aufstieg der ersten großen Zivilisation Amerikas. Lange bevor die berühmten Städte der Maya oder Azteken existierten, erhob sich im Herzen des olmekischen Dschungels ein Zentrum von beispielloser Macht und Raffinesse: San Lorenzo. Um etwa 400 vor unserer Zeitrechnung begann sein Aufstieg, und für die nächsten 500 Jahre war es die größte und komplexeste Siedlung in ganz Mesoamerika. Stellen Sie sich San Lorenzo nicht als eine Stadt aus Steinpyramiden vor, wie wir sie von späteren Kulturen kennen. Es war ein Meisterwerk der Landschaftsarchitektur. Die Olmeken errichteten eine gigantische künstliche Hochebene, indem sie Millionen von Kubikmetern Erde bewegten, um ihr zeremonielles Zentrum über die jährlichen Fluten zu erheben. Auf diesem Plateau standen Gebäude aus Holz und Lehm, von denen heute nur noch die Fundamente zeugen. Doch was im Boden verborgen lag, spricht Bände über ihre Ingenieurskunst. Die Archäologen entdeckten ein komplexes System von Aquädukten, die aus sorgfältig behauenen und U-förmig ausgehöhlten Basaltblöcken bestanden. Diese Kanäle, abgedeckt mit passgenauen Steinplatten, leiteten Wasser gezielt durch das Zentrum, möglicherweise für rituelle Zwecke oder als Frischwasserversorgung. Eine solche Anlage erforderte präzise Planung, mathematisches Verständnis und vor allem eine immense Mobilisierung von Arbeitskräften. Dies deutet unmissverständlich auf eine stark geschichtete Gesellschaft hin, mit einer Elite, die in der Lage war, solche monumentalen Projekte zu befehlen und zu überwachen. San Lorenzo war das politische und religiöse Herz seiner Zeit. Von hier aus kontrollierten die Herrscher die Handelsrouten, den Zugang zu wertvollen Ressourcen wie Basalt und die Verteilung von Nahrungsmitteln. Doch um 900 vor unserer Zeitrechnung fand diese goldene Ära ein abruptes und gewaltsames Ende. Die großen Monumente von San Lorenzo, die steinernen Throne und die majestätischen Kolossalköpfe wurden systematisch verstümmelt.
von ihren Sockeln gestürzt und rituell in langen Reihen begraben. War es ein interner Aufstand der unterdrückten Bevölkerung? Eine Invasion rivalisierender Mächte? Oder vielleicht die Folge einer ökologischen Krise, die die Macht der Herrscher untergrub? Wir wissen es nicht. Der Fall von San Lorenzo ist eines der großen ungelösten Rätsel der Olmeken. Es war der erste große Kollaps einer mesoamerikanischen Metropole, ein dramatisches Ende, das ein Echo in der Geschichte späterer Zivilisationen finden sollte. Von allen Hinterlassenschaften der Olmeken gibt es keine, die so ikonisch und beeindruckend ist wie die Kolossalköpfe. Bis heute wurden 17 dieser monumentalen Steinskulpturen entdeckt, die uns aus einer 3000-jährigen Vergangenheit mit einer stillen, unerschütterlichen Autorität anblicken. Jeder Kopf ist ein Monolith, gemeißelt aus einem einzigen Block vulkanischen Basalts aus den Tuxtla-Bergen, die bis zu 150 Kilometer vom Fundort entfernt liegen. Das schiere Ausmaß dieser Leistung ist kaum zu fassen. Die Köpfe wiegen zwischen 6 und 50 Tonnen. Ohne Rad, ohne Zugtiere und ohne Metallwerkzeuge müssen die Olmeken diese gigantischen Felsblöcke auf Flößen über Flüsse und anschließend über Land zu ihren Werkstätten transportiert haben. Allein dieser logistische Aufwand zeugt von der immensen Macht der olmekischen Herrscher. Doch die wahre Faszination liegt in den Gesichtern selbst. Dies sind keine generischen, idealisierten Darstellungen von Göttern. Jeder Kopf ist ein Individuum. Jeder hat einzigartige Gesichtszüge, volle Lippen, flache Nasen, leicht schielende Augen und trägt einen unverwechselbaren Kopfschmuck, der wie ein Helm wirkt. Diese Helme sind mit Symbolen verziert, die möglicherweise Namen, Titel oder wichtige Ereignisse im Leben der dargestellten Person repräsentieren. Die vorherrschende Theorie ist daher, dass es sich um Porträts handelt. Steinerne Abbilder mächtiger olmekischer Könige, die während ihrer Herrschaft oder vielleicht kurz nach ihrem Tod angefertigt wurden. Sie waren wahrscheinlich auf den Plätzen der großen Zeremonialzentren, wie San Lorenzo und La Venta aufgestellt, als Symbole für die politische Macht und die göttliche Abstammung der Dynastie. Sie waren die personifizierte Macht, die das Zentrum des olmekischen Kosmos bildete. Interessanterweise wurden viele dieser Köpfe später absichtlich beschädigt und vergraben. Dies war kein Akt blinder Zerstörung, sondern wahrscheinlich ein ritueller Akt. Vielleicht wurde das Porträt eines Herrschers nach seinem Tod getötet und beerdigt, um seine spirituelle Kraft zu neutralisieren oder den Übergang der Macht auf seinen Nachfolger zu vollziehen. Diese steinernen Gesichter sind somit mehr als nur Kunst. Sie sind historische Dokumente, Fenster in die politische Struktur und die spirituellen Überzeugungen einer Kultur, deren schriftliche Aufzeichnungen für uns verloren sind. Die kolossalen Köpfe sind nicht nur künstlerische Meisterwerke, sie sind auch Denkmäler einer logistischen Meisterleistung, die uns bis heute in Staunen versetzt. Die Frage, die sich Archäologen seit ihrer Entdeckung stellen, ist nicht nur, wer sie darstellten, sondern wie sie an ihren Bestimmungsort gelangten. Der Stein, aus dem sie gemeißelt wurden, ist ein vulkanischer Basalt, ein hartes, dichtes Gestein, das den Werkzeugen und der Zeit trotzt. Doch dieser Basalt kam nicht aus der unmittelbaren Umgebung von San Lorenzo oder La Venta. Die nächstgelegenen Vorkommen befinden sich in den Tuxtla-Bergen, bis zu 150 Kilometer entfernt. Stellen Sie sich die Aufgabe vor: einen Steinblock, der bis zu 50 Tonnen wiegt, das Gewicht mehrerer Elefanten, aus einem Bergmassiv zu brechen und ihn durch eine Landschaft aus dichtem Dschungel, tückischen Sümpfen
und breiten Flüssen zu transportieren. Und das alles ohne Lasttiere, ohne die Erfindung des Rades für Transportzwecke und ohne Metallwerkzeuge. Die Olmeken vollbrachten dies nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Wie war das möglich? Die plausibelste Theorie geht von einer kombinierten Strategie aus. Zunächst mussten die massiven Felsbrocken wahrscheinlich über Land bewegt werden, möglicherweise auf hölzernen Rollen und Schlitten, gezogen von Hunderten von Menschen. Dies erforderte eine unglaubliche Koordination, rohe Gewalt und ein tiefes Verständnis für einfache Mechanik. Der wahre Schlüssel lag jedoch wahrscheinlich in der Nutzung der Wasserwege. Die olmekische Heimat wird von einem Netzwerk aus Flüssen durchzogen. Es wird angenommen, dass die Olmeken riesige Flöße aus Balsaholz oder anderen robusten Hölzern bauten, die in der Lage waren, die immense Last der Steinblöcke zu tragen. Diese Flöße konnten dann flussabwärts zu den großen zeremoniellen Zentren navigiert werden. Diese Reise war gefährlich und mühsam. Sie erforderte nicht nur Ingenieurskunst, sondern auch eine hochentwickelte soziale Organisation. Eine solche Unternehmung konnte nur von einer Gesellschaft gestemmt werden, die in der Lage war, Tausende von Arbeitern zu mobilisieren, zu ernähren und zu leiten. Der Transport der Kolossalköpfe ist somit mehr als nur ein technisches Rätsel. Er ist ein stiller Beweis für die Macht und Komplexität der olmekischen Zivilisation, ein Zeugnis für den Willen einer Kultur, ihre Götter und Herrscher mit Monumenten für die Ewigkeit zu ehren. Nach dem Niedergang von San Lorenzo um 900 v. Chr. verlagerte sich das Machtzentrum der olmekischen Welt. Ein neuer Ort, noch geheimnisvoller und eindrucksvoller, trat in den Vordergrund. La Venta. Gelegen auf einer Insel inmitten eines Küstensumpfes am Tonalá-Fluss, war La Venta keine gewöhnliche Stadt. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass es sich weniger um ein dicht besiedeltes Wohngebiet als vielmehr um ein riesiges, abgelegenes Zeremonialzentrum handelte. Ein heiliger Bezirk, der von einer kleinen Elite aus Priestern und Herrschern bewohnt wurde und zu dem Pilger aus der gesamten Region reisten. Die Wahl dieses Ortes war bewusst und symbolträchtig. Umgeben von Wasser schien La Venta aus der Urflut aufzusteigen. Ein irdisches Abbild olmekischer Schöpfungsmythen. Die Architekten von La Venta schufen hier eine geordnete heilige Landschaft inmitten des Chaos der Natur. Das gesamte Zentrum ist präzise ausgerichtet, 8 Grad westlich des wahren Nordens. Diese spezifische Ausrichtung ist kein Zufall. Sie spiegelt wahrscheinlich astronomische Beobachtungen wider und verankert die Stadt im Kosmos. Der Grundriss von La Venta ist von beeindruckender Symmetrie und Planung geprägt. Er besteht aus mehreren Komplexen, die entlang einer zentralen Nord-Süd-Achse angeordnet sind. Im Herzen des Komplexes C erhebt sich die große Pyramide, umgeben von Plätzen und Plattformen, die für öffentliche Rituale genutzt wurden. Nördlich davon, im Komplex A, befand sich der heiligste Bezirk. Hier, in einem von Basaltsäulen umzäunten Hof, fanden die geheimsten Zeremonien statt. Hier wurden die wertvollsten Opfergaben begraben und die aufwendigsten Gräber für die Elite angelegt. La Venta war eine Manifestation der olmekischen Weltanschauung in Lehm, Stein und Erde. Es war ein Ort, an dem die irdische Welt auf die übernatürliche traf. Ein Theater für die großen Dramen von Leben, Tod und Wiedergeburt. Es war das pulsierende Herz einer Zivilisation, das fast 4 Jahrhunderte lang den Rhythmus für eine ganze Kultur vorgab, bevor auch sein Licht um 400 v. Chr. langsam zu verblassen begann.
Im Zentrum von La Venta, als unübersehbares Wahrzeichen und spiritueller Anker, erhebt sich die große Pyramide. Mit einer Höhe von über 30 Metern war sie zur Zeit ihrer Errichtung eines der größten Bauwerke in ganz Mesoamerika. Doch was sie so faszinierend macht, ist nicht allein ihre Größe, sondern ihre einzigartige Form und ihre tiefe, symbolische Bedeutung. Anders als die späteren, stufenförmigen Pyramiden der Maya oder Azteken und völlig verschieden von den glatten Steinpyramiden Ägyptens, wurde die Pyramide von La Venta aus Millionen Kubikmetern gestampfter Erde und Lehm errichtet. Ihre Form ist nicht quadratisch, sondern konisch, mit 10 markanten Rillen, die von der Spitze bis zum Fuß verlaufen. Lange Zeit glaubten Archäologen, diese Form sei das Ergebnis von Jahrtausenden der Erosion. Doch neuere Forschungen legen nahe, dass diese geriffelte, vulkanähnliche Form beabsichtigt war. Die Pyramide war kein geometrisches Ideal, sondern das Abbild eines natürlichen Phänomens, eines Vulkans. Sie war ein künstlicher heiliger Berg, der die nahegelegenen Tuxtla-Berge nachahmte, jene Berge, aus denen der heilige Basalt für die Kolossalköpfe und Throne stammte. In der mesoamerikanischen Kosmologie waren Berge heilige Orte. Sie waren die Quellen des Wassers und des Lebens, aber auch Portale zur übernatürlichen Welt, Wohnsitze der Götter und Ahnen. Indem die Olmeken ihren eigenen Berg im Herzen ihres Zeremonialzentrums errichteten, schufen sie eine mächtige Achse, eine Axis Mundi, die die 3 Ebenen des Kosmos verband: die Unterwelt, die irdische Welt und den Himmel. Im Gegensatz zu ägyptischen Pyramiden diente die große Pyramide von La Venta nicht als Grabmal. Trotz intensiver Untersuchungen wurde im Inneren keine Grabkammer oder ein Sarkophag gefunden. Ihr Zweck war ein anderer. Sie war eine riesige Bühne für Rituale. Ein Monument, das die Verbindung zwischen der Gemeinschaft und den Göttern sichtbar machte. Priester und Herrscher stiegen ihre Flanken empor, um dem Himmel und den Göttern näher zu sein, und von dort aus ihre Macht und spirituelle Autorität zu demonstrieren. Sie ist ein stiller Gigant aus Erde, ein Denkmal für den Glauben, dass der Mensch die heilige Landschaft nachbilden kann, um dem Göttlichen zu begegnen. Tief unter den Lehmböden von La Venta, verborgen vor menschlichen Augen, machten Archäologen eine der erstaunlichsten Entdeckungen der olmekischen Welt. Es waren keine Gräber oder Paläste, sondern riesige, aufwendig gestaltete Mosaikböden. Kunstwerke, die nie dazu bestimmt waren, gesehen zu werden. In tiefen Gruben, sorgfältig ausgelegt und sofort wieder mit Schichten aus gefärbtem Lehm und Erde bedeckt, fanden sich 3 massive Mosaike. Jedes besteht aus fast 500 präzise geschnittenen und polierten Blöcken aus grünem Serpentin, einem Stein, der aus weit entfernten Regionen importiert werden musste. Zusammengefügt bilden diese Blöcke ein hochgradig stilisiertes, abstraktes Design. Viele Forscher interpretieren es als die Maske eines Jaguars oder, wahrscheinlicher, als das Gesicht des olmekischen Drachen, einer zentralen Gottheit, die mit der Erde, der Fruchtbarkeit und der Unterwelt verbunden war. Das wirklich Verblüffende an diesen Mosaiken ist die Tatsache ihrer absichtlichen Verbergung. Stellen Sie sich den immensen Aufwand vor. Hunderte von Arbeitsstunden, um den seltenen Stein zu beschaffen, ihn in exakte Formen zu schneiden und ihn zu einem komplexen Muster zusammenzusetzen, nur um das fertige Meisterwerk unmittelbar nach seiner Vollendung wieder zu begraben. Dies war keine öffentliche Kunst. Dies war keine Zurschaustellung von Reichtum oder Macht für die Lebenden. Dies war ein Akt reiner, ritueller Hingabe.
Die Mosaike waren Opfergaben, Geschenke an die Götter der Erde und der Unterwelt, die unter der Oberfläche wohnten. Der Akt der Schöpfung, der Anordnung der heiligen Steine und der anschließenden rituellen Bestattung war die eigentliche Zeremonie. Der Prozess war wichtiger als das Produkt. Diese verborgenen Meisterwerke geben uns einen tiefen Einblick in die olmekische Spiritualität. Sie offenbaren eine Kultur, für die die Kommunikation mit dem Göttlichen nicht nur in sichtbaren Tempeln und öffentlichen Zeremonien stattfand, sondern auch in geheimen, verborgenen Akten der Frömmigkeit. Die Mosaike von La Venta sind ein stummer Beweis dafür, dass die größte Kunst manchmal für jene geschaffen wird, die nicht von dieser Welt sind. In der stillen Welt der olmekischen Kunst, eingraviert in Jade und gemeißelt in massiven Basalt, begegnet uns immer wieder eine rätselhafte Gestalt. Ein Wesen, das weder ganz Mensch noch ganz Tier ist. Die Archäologen haben ihm einen Namen gegeben, der seine hybride Natur widerspiegelt: der Wehrjaguar. Diese Figur ist vielleicht der tiefste Einblick, den wir in die olmekische Kosmologie haben, und zugleich ihr größtes ungelöstes Rätsel. Das Antlitz des Wehrjaguars ist unverkennbar. Es besitzt oft die mandelförmigen, schrägen Augen einer Raubkatze, kombiniert mit einem seltsam zahnlosen, nach unten gezogenen Mund, der an ein weinendes Baby erinnert. Ein weiteres auffälliges Merkmal ist eine V-förmige Einkerbung auf der Stirn oder dem Kopf, das sogenannte Cleft Head-Motiv. Diese Kombination von Merkmalen, die Kraft des Jaguars, die Verletzlichkeit eines Säuglings, das gespaltene Haupt, durchdringt die olmekische Kunst auf allen Ebenen, von kleinen Votiväxten bis hin zu monumentalen Thronen. Was aber repräsentiert dieses Wesen? Die Theorien sind so vielfältig wie die Darstellungen selbst. Einige Forscher sehen im Wehrjaguar eine zentrale Gottheit, vielleicht einen Regengott, dessen weinender Mund den lebenspendenden Niederschlag symbolisiert. Andere interpretieren die Figur als Darstellung eines Mythos über die Vereinigung eines menschlichen Vorfahren mit einem Jaguar, aus der die olmekische Herrscherlinie hervorging. Eine weitere faszinierende Hypothese deutet die Figur als Abbild eines Schamanen im Zustand der Transformation. In vielen mesoamerikanischen Kulturen glaubte man, dass mächtige Priester und Herrscher die Gestalt ihres Geisttieres, des Jaguars, annehmen konnten, um zwischen der irdischen und der spirituellen Welt zu reisen. Die Darstellungen könnten diesen liminalen Zustand festhalten, den Moment des Übergangs. Es gibt auch medizinische Interpretationen, die vorschlagen, dass die charakteristischen Merkmale auf angeborenen Krankheiten wie Spina bifida basieren könnten, die in der Gemeinschaft möglicherweise als Zeichen göttlicher Berührung angesehen wurden. Letztendlich bleibt die wahre Bedeutung im Dunkel der Geschichte verborgen. Der Wehrjaguar ist kein einfaches Symbol, sondern ein komplexes ikonografisches Programm, das Macht, Abstammung, Religion und die untrennbare Verbindung zwischen Mensch und Natur in sich vereint. Er ist das schlagende, mythische Herz der olmekischen Welt. Für die alten Olmeken übertraf der Wert eines bestimmten Materials sogar den von Gold oder seltenen Federn. Es war nicht seine monetäre, sondern seine metaphysische Bedeutung, die es so kostbar machte. Dieses Material war Jade und andere verwandte grüne Steine, wie Serpentin oder Jadeite. In seiner kühlen, glatten Oberfläche und seiner tiefgrünen Farbe sahen die Olmeken die Essenz des Lebens selbst. Grün war die Farbe des jungen Mais, der Quelle ihrer Nahrung.
Es war die Farbe des lebensspendenden Wassers und der üppigen Vegetation des tropischen Tieflandes. Grün symbolisierte Wachstum, Erneuerung und Fruchtbarkeit. Ein Stück Jade in der Hand zu halten, bedeutete, ein Stück der kosmischen Lebenskraft zu besitzen. Die Bearbeitung von Jade ist eine technische Meisterleistung. Jadeite ist ein außerordentlich hartes Mineral, härter als Stahl. Ohne metallene Werkzeuge mussten die olmekischen Handwerker auf noch härtere Steine, Schleifmittel wie Sand und Wasser sowie unendliche Geduld zurückgreifen, um das Material zu formen, zu bohren und zu polieren. Dieser mühsame Prozess, der Wochen oder Monate dauern konnte, verlieh den fertigen Objekten eine zusätzliche Aura der Heiligkeit. Aus diesem kostbaren Material schufen sie eine atemberaubende Vielfalt von Artefakten. Es gab fein polierte Zeremonialäxte, sogenannte Zelts, die oft mit den Gesichtern von Göttern oder Ahnen verziert waren und wahrscheinlich bei rituellen Handlungen verwendet wurden. Sie fertigten exquisite Masken mit lebensechten oder stilisierten Zügen an, die vielleicht von Priestern oder Herrschern getragen oder als Grabbeigaben verwendet wurden, um die Seele ins Jenseits zu geleiten. Kleine Figuren, Ohrspulen und Pektorale schmückten die Eliten und dienten als sichtbare Zeichen ihres Status und ihrer Verbindung zum Göttlichen. Eine der berühmtesten Darstellungen ist die Kunz-Axt, eine monumentale Votivaxt aus Jadeite, die einen Wehrjaguar darstellt. Solche Objekte waren keine bloßen Schmuckstücke. Sie waren Machtinsignien, rituelle Werkzeuge und Portale zur Geisterwelt. Sie wurden über Generationen weitervererbt, in heiligen Depots rituell beerdigt und manchmal sogar von späteren Kulturen wie den Maya wiedergefunden und verehrt. In der tiefgrünen Transluzenz der Jade sahen die Olmeken nicht nur einen Stein, sondern ein Echo der unsterblichen Seele der Welt. Unter den monumentalen Steinskulpturen der Olmeken gibt es eine besonders beeindruckende und symbolträchtige Klasse von Objekten. Lange Zeit wurden sie von Archäologen als Altäre bezeichnet, was Bilder von Opferungen und religiösen Zeremonien heraufbeschwört. Doch ein genauerer Blick auf ihre Ikonographie hat zu einer neuen, überzeugenderen Interpretation geführt. Es handelt sich nicht um Altäre, sondern um Throne, die Sitze der irdischen und spirituellen Macht der olmekischen Herrscher. Diese massiven rechteckigen Blöcke aus Basalt sind oft reich verziert. Ihr zentrales und wiederkehrendes Motiv ist eine Nische oder Öffnung an der Vorderseite, die eine Höhle oder den Eingang zur Unterwelt symbolisiert. Aus dieser Öffnung tritt eine menschliche Figur hervor, aufwendig gekleidet und mit den Insignien der Macht geschmückt. Diese Figur ist der olmekische Herrscher. In seinen Händen hält er oft ein Seil, das sich um die Basis des Throns windet und an gefangene Gestalten an den Seiten gebunden ist, was seine militärische Macht demonstriert. In anderen, vielleicht noch bedeutungsvolleren Darstellungen, wie dem berühmten Altar 4 aus La Venta, hält der Herrscher ein schlaffes, fast kindliches Wesen in den Armen, eine Darstellung des Wehrjaguars. Diese Szene ist von tiefgreifender Symbolik. Der Herrscher sitzt buchstäblich am Übergang zwischen der menschlichen Welt und dem übernatürlichen Reich der Höhle. Er ist der Vermittler, der Schamanekönig, der die Macht besitzt, die Grenze zwischen den Welten zu überschreiten und göttliche Wesen oder Kräfte in die Welt der Menschen zu bringen. Der Thron ist somit mehr als nur ein Sitzmöbel. Er ist ein kosmisches Portal, eine steingewordene Darstellung der Rolle des Herrschers als Achse der Welt. Die Geschichte dieser Throne endet jedoch nicht mit der Herrschaft ihres Besitzers.
Es gibt starke Hinweise darauf, dass viele dieser monumentalen Throne nach dem Tod des Herrschers gezielt umgearbeitet wurden. Die Archäologen glauben, dass aus ihnen die berühmten kolossalen Köpfe gemeißelt wurden. Diese Transformation ist von poetischer Symmetrie. Der Sitz der Macht des Herrschers im Leben wird zu seinem unsterblichen Porträt im Tod. Der Stein, der seine Autorität als Vermittler zwischen den Welten bezeugte, bewahrt sein Andenken für die Ewigkeit. So wird der Thronaltar zu einem Zeugnis des gesamten Lebenszyklus der olmekischen Macht, von der Herrschaft bis zur Ahnenverehrung. Während die kolossalen Köpfe und die Jade-Artefakte stumme Zeugen einer komplexen Kultur sind, bleibt eine der fundamentalsten Fragen unbeantwortet. Hatten die Olmeken eine Schrift? Konnten sie ihre Sprache, ihre Geschichte, ihre Mythen in einem dauerhaften System von Zeichen festhalten? Lange Zeit schien die Antwort Nein zu lauten. Man ging davon aus, dass die Schrift in Mesoamerika erst Jahrhunderte später bei den Zapoteken oder Maya aufkam. Doch ein Fund aus dem Jahr 1999 sollte diese Annahme grundlegend in Frage stellen. In der Nähe der alten Olmekenstätte San Lorenzo fanden Straßenbauarbeiter einen unscheinbaren Steinblock aus Serpentin. Er war etwa so groß wie ein kleines Tablett und wurde als Cascayal-Tafel bekannt. Was ihn außergewöhnlich machte, war seine Oberfläche. Sie war mit 62 eingeritzten Glyphen bedeckt. Diese Zeichen waren anders als alles, was man bisher aus der olmekischen Kunst kannte. Einige schienen piktografisch zu sein und stellten erkennbare Objekte dar: einen durchbohrten Fisch, eine Maispflanze, Insekten. Andere waren völlig abstrakt, geometrische Formen und Linien. Die Entdeckung löste eine intensive Debatte in der akademischen Welt aus. Die Verfechter der These, es handle sich um Schrift, wiesen auf entscheidende Merkmale hin. Die Glyphen sind in einer linearen Sequenz angeordnet, was für Schriftsysteme typisch ist. Bestimmte Zeichen wiederholen sich und es gibt erkennbare Muster und Paarungen von Glyphen. Dies deutet auf eine zugrunde liegende grammatikalische oder syntaktische Struktur hin, die über rein dekorative oder ikonografische Symbole hinausgeht. Datierungen des archäologischen Kontexts legen nahe, dass die Tafel um 900 vor Christus entstand, was sie mit einem Schlag zur ältesten bekannten Schrift des amerikanischen Kontinents machen würde. Skeptiker mahnen jedoch zur Vorsicht. Die Tafel ist ein singulärer Fund, ein sogenanntes Unikat. Ohne weitere Beispiele ist es unmöglich, das System zu entschlüsseln oder auch nur mit Sicherheit zu beweisen, dass es sich um eine vollwertige Schrift und nicht um eine frühe Form von Protoschrift oder ein komplexes System von rituellen Symbolen handelt. Die Cascayal-Tafel bleibt somit ein faszinierendes, aber frustrierendes Rätsel. Sie ist ein verlockender Blick durch ein Schlüsselloch in den Verstand der Olmeken. Sie flüstert von der Möglichkeit, dass diese Kultur nicht nur die erste war, die monumentale Architektur und komplexe Kalender entwickelte, sondern auch die erste, die ihre Gedanken in geschriebene Worte fasste. Bis weitere Texte ans Licht kommen, bleibt diese leise Stimme jedoch nur ein Echo in der Stille der Geschichte. In der Stille des tropischen Tieflandes, unter einem Himmel, der von unzähligen Sternen durchzogen ist, machten die Olmeken vielleicht ihre tiefgreifendste intellektuelle Entdeckung: die Struktur der Zeit selbst. Wir stellen uns oft vor, dass antike Völker die Zeit nur zyklisch wahrnahmen, der Rhythmus der Jahreszeiten, der Mondphasen, des Lebens und des Todes. Doch in Mesoamerika entstand ein Konzept, das ebenso linear wie zyklisch war:
ein System von atemberaubender Präzision und philosophischer Tiefe. Der Kalender der langen Zählung. Während die Maya diesen Kalender zu seiner berühmtesten Blüte brachten, deuten die frühesten Spuren seiner Existenz zurück in die Welt der Olmeken und ihrer direkten Nachfahren, der Epi-Olmeken. Die Stele C von Tres Zapotes, einem wichtigen späten olmekischen Zentrum, trägt eine der ältesten bekannten Inschriften der langen Zählung. Das Datum, das sie aufzeichnet, entspricht dem 3. September des Jahres 32 vor Christus in unserem Kalender. Dies ist Jahrhunderte vor dem Aufstieg der klassischen Maya-Städte. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass das grundlegende Gerüst, die Idee, die Zeit von einem mythischen Nullpunkt aus in einer geraden Linie zu messen, wahrscheinlich im olmekischen Kulturkreis wurzelt. Dieses System war nicht nur ein Werkzeug zur Aufzeichnung historischer Ereignisse. Es war eine kosmologische Landkarte. Es organisierte die Zeit in großen Zyklen, den Baktuns von etwa 400 Jahren, und unterteilte sie weiter in Katuns, Tuns, Uinals und Kins, die einzelnen Tage. Diese Fähigkeit, tief in die Vergangenheit zu blicken und weit in die Zukunft zu projizieren, verlieh den Herrschern eine immense Macht. Sie konnten ihre eigene Herrschaft in einen göttlichen, kosmischen Zeitplan einbetten und ihre Dynastien als Teil eines ewigen, geordneten Universums darstellen. Die Erfindung der langen Zählung war kein kleiner Schritt. Es war der Moment, in dem die Geschichte selbst erfunden wurde. Nicht als eine Sammlung von Mythen, sondern als eine geordnete, messbare Abfolge von Ereignissen. Es war der Triumph des abstrakten Denkens über das Chaos der reinen Wahrnehmung, eine intellektuelle Leistung, die das Fundament für alle nachfolgenden Zivilisationen Mesoamerikas legte. Der dumpfe, hallende Klang eines Gummiballs, der gegen Steinmauern und die gepolsterten Hüften von Spielern prallt, ist einer der charakteristischsten Klänge des alten Mesoamerika. Dieses Spiel, das wir heute als das mesoamerikanische Ballspiel kennen, war weit mehr als nur ein sportlicher Wettkampf. Es war ein tiefgründiges Ritual, ein politisches Statement und eine kosmische Metapher. Und seine Ursprünge scheinen fest im olmekischen Herzland verankert zu sein. In der sumpfigen Erde von El Manati, einem heiligen olmekischen Opfermoor, machten Archäologen eine bemerkenswerte Entdeckung. Dutzende von massiven Gummibällen, die vor über 3000 Jahren als Opfergaben deponiert wurden. Dies sind die ältesten bekannten Bälle dieser Art und ein starkes Indiz dafür, dass die Olmeken, die in einer Region reich an Kautschukbäumen lebten, die Pioniere dieses Spiels waren. Sie entwickelten die Vulkanisationstechnik, um den klebrigen Latex in einen federnden, haltbaren Ball zu verwandeln. Eine technologische Meisterleistung. Doch die wahre Bedeutung des Spiels lag nicht in der Technik, sondern in der Symbolik. Der Ballhof selbst war eine Repräsentation der Welt. Die Bewegung des Balls symbolisierte den Lauf der Sonne, des Mondes oder der Sterne am Himmel. Die Spieler waren keine bloßen Athleten. Sie waren Akteure in einem kosmischen Drama, das den Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, Tag und Nacht, Leben und Tod nachstellte. Der Ausgang eines Spiels konnte das Schicksal von Gemeinschaften oder sogar von gefangenen Adligen besiegeln. In späteren Kulturen wissen wir, dass das Spiel oft mit Menschenopfern endete, wobei der Verlierer und manchmal sogar der Gewinner sein Leben gab, um die Götter zu nähren und die kosmische Ordnung aufrechtzuerhalten. Für die Olmeken war das Ballspiel wahrscheinlich ein zentraler Bestandteil ihrer gesellschaftlichen und religiösen Zeremonien. Es war ein Weg, um politische Allianzen zu schmieden,
Streitigkeiten beizulegen und die Verbindung zur übernatürlichen Welt zu erneuern. Wenn wir uns die steinernen Ballhöfe vorstellen, die später von den Maya und Azteken perfektioniert wurden, müssen wir uns daran erinnern, dass die ursprüngliche Idee, dieser heilige und gefährliche Tanz zwischen Mensch und Kosmos, wahrscheinlich in den feuchten Ebenen von San Lorenzo und La Venta geboren wurde, wo der Klang des Gummiballs zum ersten Mal die Stille durchbrach. Seit ihrer Wiederentdeckung im 20. Jahrhundert hat die olmekische Zivilisation eine zentrale Frage aufgeworfen, die die Mesoamerikanistik bis heute spaltet. Waren die Olmeken die Cultura Madre, die Mutterkultur, aus der alle späteren großen Zivilisationen wie die Maya oder die Zapoteken hervorgingen? Oder waren sie lediglich primus inter pares, die ersten untergleichen, eine von mehreren gleichzeitig aufstrebenden Kulturen, die sich gegenseitig beeinflussten? Die Mutterkulturhypothese, lange Zeit die dominierende Lehrmeinung, ist leicht zu verstehen. Die Olmeken waren die ersten in der Region, die viele der charakteristischen Merkmale Mesoamerikas in großem Stil entwickelten. Monumentale Architektur in Form von Pyramiden, kunstvolle Steinschnitzereien, die Anfänge der Schrift und des Kalenders sowie ein komplexes religiöses System. Wenn man in späteren Maya- oder Zapotekenstädten Motive wie den Regen- oder Maisgott findet, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit olmekischen Ikonen aufweisen, scheint der Schluss naheliegend, dass diese Ideen direkt von den Olmeken übernommen wurden. In diesem Modell sind die Olmeken der Ursprung, der Quellcode, aus dem die anderen Kulturen ihre eigene Identität ableiteten. Doch in den letzten Jahrzehnten hat sich eine differenziertere Sichtweise entwickelt. Archäologen haben in anderen Regionen, wie Oaxaca oder im Maya-Tiefland, ebenfalls sehr frühe Zeugnisse für komplexe Gesellschaften gefunden. Diese Schwesterkulturperspektive argumentiert, dass Mesoamerika ein Mosaik aus interagierenden Völkern war. Die Olmeken waren vielleicht die reichsten und einflussreichsten, aber sie waren nicht allein. Anstatt einer einseitigen Weitergabe von Kultur von den Olmeken an alle anderen, schlägt dieses Modell ein dynamisches Netzwerk des Austauschs vor. Ideen, Technologien und Stile flossen in alle Richtungen. Die Olmeken gaben Impulse, empfingen aber vielleicht auch welche. Sie waren nicht der alleinige Motor der Zivilisation, sondern der vielleicht stärkste und am weitesten strahlende Knotenpunkt in einem sich entwickelnden, interregionalen System. Diese Debatte ist keine rein akademische Spitzfindigkeit. Sie berührt unser grundlegendes Verständnis davon, wie Zivilisationen entstehen. Entstehen sie aus einem einzigen, brillanten Funken oder durch das komplexe, langsame Glimmen vieler verschiedener Feuer, die sich gegenseitig entzünden? Die Wahrheit liegt, wie so oft, wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Die Olmeken waren unbestreitbar prägend, aber ihre Nachbarn waren keine passiven Empfänger, sondern aktive Gestalter ihrer eigenen, einzigartigen Geschichte. Eine Zivilisation definiert sich nicht nur durch das, was sie in ihrem eigenen Herzen erschafft, sondern auch durch die Reichweite ihrer Arme. Im Fall der Olmeken reichten diese Arme weit über die feuchten Ebenen der Golfküste hinaus und schufen ein Handels- und Einflussnetzwerk, das den Grundstein für die wirtschaftliche und kulturelle Vernetzung Mesoamerikas legte. Ihr Reichtum basierte nicht auf Gold oder Silber, sondern auf Materialien, die einen tiefen, symbolischen und rituellen Wert besaßen. An erster Stelle stand Jadeite. Dieses extrem harte grüne Gestein, das in den fernen Bergen des heutigen Guatemala abgebaut wurde,
war für die Olmeken wertvoller als alles andere. Es symbolisierte Wasser, Fruchtbarkeit, Mais und das ewige Leben. Die Tatsache, dass große Mengen an Jadeite-Artefakten in olmekischen Zentren gefunden wurden, Hunderte von Kilometern von den einzigen bekannten Quellen entfernt, zeugt von einem organisierten und weitreichenden Handelssystem. Ebenso wichtig war Obsidian, das vulkanische Glas, das für die Herstellung rasiermesserscharfer Klingen und ritueller Objekte unerlässlich war. Die Olmeken kontrollierten nicht die Quellen, aber sie importierten Obsidian aus verschiedenen Vulkangebieten in den Hochebenen Mexikos und Guatemalas. Archäologen können die chemische Signatur eines Obsidianstücks analysieren und es seiner genauen Herkunft zuordnen, wodurch wir die alten Handelsrouten wie eine Landkarte nachzeichnen können. Doch die Olmeken exportierten mehr als nur Rohstoffe wie Kautschuk oder Kakao. Sie exportierten eine Idee, einen Stil, eine Ideologie. In archäologischen Städten von Zentralmexiko bis nach El Salvador finden wir Keramiken, die im unverkennbaren olmekischen Stil verziert sind, oder kleine Figuren, die den Wehrjaguaren nachempfunden sind. Dies war kein Imperium, das durch militärische Eroberung errichtet wurde. Es war eine Sphäre des kulturellen Einflusses, eine Olmec-Sphäre. Lokale Eliten in entfernten Gebieten übernahmen olmekische Symbole und Rituale, um ihren eigenen Status und ihre Legitimität zu erhöhen. Ein olmekisches Jade-Amulett zu besitzen, war ein Zeichen von Macht und weitreichenden Verbindungen. Dieses Netzwerk war der Kitt, der das frühe Mesoamerika zusammenhielt. Es ermöglichte den Fluss von Waren, Ideen und vielleicht sogar Menschen und schuf eine gemeinsame kulturelle Grundlage, auf der spätere Zivilisationen aufbauen konnten. Die Olmeken waren die ersten Globalisierer ihrer Welt. Wenn wir versuchen, die spirituelle Welt der Olmeken zu verstehen, sind ihre Bestattungsrituale ein ebenso intimes wie rätselhaftes Fenster in ihre Seele. Anders als die späteren Maya oder die Ägypter hinterließen die Olmeken keine riesigen Nekropolen oder prunkvollen Königsgräber, die weithin sichtbar wären. Ihre Spuren im Jenseits sind subtiler, in die Erde selbst eingebettet, was die archäologische Arbeit zu einer wahren Detektivgeschichte macht. Die Toten wurden oft in der Nähe der Lebenden beigesetzt, unter den Böden von Wohnhäusern oder innerhalb der zeremoniellen Plattformen. Dies deutet auf eine enge Verbindung zwischen den Generationen hin, auf einen Ahnenkult, bei dem die Verstorbenen weiterhin Teil der Gemeinschaft blieben, als spirituelle Anker im Diesseits. Die Art der Bestattung verriet den sozialen Status. Während einfache Menschen vielleicht nur mit wenigen persönlichen Gegenständen beigesetzt wurden, erhielten Mitglieder der Elite eine weitaus reichere Ausstattung für ihre letzte Reise. In La Venta entdeckten Archäologen Gräber von hochrangigen Persönlichkeiten, möglicherweise Herrschern oder Priestern, die von unschätzbaren Opfergaben umgeben waren. Jade, das für die Olmeken wertvoller als Gold war, spielte eine zentrale Rolle. Fein polierte Jadeäxte, Perlen und Masken wurden den Toten beigelegt, nicht nur als Zeichen ihres Reichtums, sondern als Symbole für Lebenskraft, Wiedergeburt und die Verbindung zum spirituellen Reich. Keramikgefäße enthielten wahrscheinlich Nahrung und Getränke für die Reise ins Jenseits, während Werkzeuge aus Obsidian vielleicht eine symbolische Funktion für Schutz oder Handwerk im nächsten Leben hatten. Eines der bemerkenswertesten Gräber in La Venta bestand aus einer Kammer, die mit Basaltsäulen ausgekleidet war, eine Art unterirdisches Haus für die Ewigkeit. Die darin bestatteten Individuen waren mit Zinnoberpulver bedeckt, einem leuchtend roten Mineral, das Blut und Lebensenergie symbolisierte und in ganz Mesoamerika
mit heiligen Ritualen assoziiert wurde. Diese sorgfältigen, ressourcenintensiven Bestattungen zeigen uns, dass der Tod für die Olmeken kein Ende war, sondern ein Übergang. Er war ein heiliger Prozess, der die soziale Ordnung widerspiegelte und die Verbindung der Gemeinschaft zu den Ahnen und den Göttern sicherstellte. Jeder Jadesplitter, jedes Keramikgefäß ist ein leises Flüstern über ihre Hoffnung auf Kontinuität jenseits der Schwelle des Todes. Um 900 vor Christus verstummte das geschäftige Treiben in San Lorenzo. Die monumentalen Köpfe wurden rituell beerdigt, die Werkstätten verwaisten. 5 Jahrhunderte später, um 400 vor Christus, ereilte La Venta ein ähnliches Schicksal. Die großen Zeremonialzentren der Olmeken, einst pulsierende Herzen einer Zivilisation, wurden verlassen. Doch dies war kein plötzliches Verschwinden eines ganzen Volkes, wie es reißerische Theorien oft suggerieren. Es war vielmehr ein stiller Kollaps, ein langsames Verblassen der zentralisierten Macht und ein Wandel der gesellschaftlichen Strukturen. Die Frage nach dem Warum beschäftigt die Forschung bis heute, und es gibt keine einfache Antwort. Wahrscheinlich war es ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren, die sich gegenseitig verstärkten. Eine der plausibelsten Theorien verweist auf ökologische Veränderungen. Die Olmeken waren Meister darin, ihre sumpfige Umwelt zu nutzen, doch sie waren auch von ihr abhängig. Eine Veränderung der Flussläufe des Coatzacoalcos-Flusssystems, vielleicht durch natürliche Sedimentation oder tektonische Aktivität, hätte ihre landwirtschaftliche Basis und ihre wichtigen Handelsrouten untergraben können. Ein weiterer Faktor könnten Vulkanausbrüche gewesen sein. Ascheablagerungen in der Region deuten auf Eruptionen hin, die Ernten vernichtet und das Land für Jahre unfruchtbar gemacht haben könnten. Eine solche Umweltkrise hätte unweigerlich zu sozialen Spannungen geführt. Die Macht der Olmekenherrscher basierte auf ihrer Fähigkeit, als Vermittler zu den Göttern den Wohlstand und die Stabilität der Gemeinschaft zu sichern. Wenn die Flüsse versiegten und die Ernten ausblieben, könnte der Glaube an ihre Autorität erodiert sein. Die absichtliche Verstümmelung und Beisetzung vieler Monumente könnte ein Hinweis auf innere Unruhen sein. Ein symbolischer Akt der Rebellion gegen eine Elite, die ihre Versprechen nicht mehr halten konnte. Es ist auch möglich, dass externe Konflikte oder die Verlagerung von Handelsnetzwerken die Macht der Olmekenzentren schwächten. Neue, aufstrebende Gruppen in den benachbarten Regionen könnten die Kontrolle über wichtige Ressourcen und Handelswege übernommen haben. Letztendlich war der Kollaps der Zentren wohl kein singuläres Ereignis, sondern ein langer Prozess der Transformation. Die Olmekenkultur verschwand nicht. Sie veränderte sich. Die Bevölkerung zerstreute sich in kleinere, dezentralere Siedlungen und trug ihr Wissen und ihre Traditionen weiter, die in den nachfolgenden Kulturen wieder aufblühen sollten. Das Verlassen von La Venta markierte nicht das Ende, sondern den Beginn einer neuen Ära, die wir heute als die epi-olmekische Periode bezeichnen. Von etwa 300 vor Christus bis 250 nach Christus fungierte diese Kultur als entscheidendes Bindeglied zwischen der Blütezeit der Olmeken und dem Aufstieg der klassischen Zivilisationen wie der Maya. In Zentren wie Tres Zapotes und Cerro de las Mesas, die im alten Olmekenherzland weiter bestanden oder neu entstanden, wurde das kulturelle Feuer weitergetragen und neu entfacht. Die Epi-Olmeken waren die direkten Erben des olmekischen Wissens, aber sie waren keine bloßen Kopisten. Sie waren Innovatoren. Ihre vielleicht bedeutendste Leistung
war die Weiterentwicklung der Schrift. Während die Olmeken bereits frühe Glyphen nutzten, entwickelten die Epi-Olmeken ein komplexeres Schriftsystem, das als isthmische Schrift bekannt ist. Dieses System kombinierte logographische und syllabische Elemente und ermöglichte die Aufzeichnung von detaillierten historischen und dynastischen Informationen. Ein Schlüsselartefakt ist die La Morara-Stele I, eine fast 2 Meter hohe Stele, die mit über 400 Glyphen und dem Porträt eines Herrschers bedeckt ist. Sie erzählt von dessen Leben, seinen Kriegen und Ritualen. Noch wichtiger ist, dass sie 2 Daten im mesoamerikanischen Langenzählung-Kalender enthält, die den Jahren 143 und 156 nach Christus entsprechen. Dies ist eines der frühesten Beispiele für diesen komplexen Kalender, der später von den Maya perfektioniert wurde. Ein weiteres entscheidendes Fundstück, die Tuxtla-Statuette, trägt sogar ein noch früheres Datum, das dem Jahr 162 nach Christus entspricht. Diese Artefakte beweisen, dass die grundlegenden Konzepte der Zeitmessung und der historischen Aufzeichnung, die für die Maya so zentral waren, in der epi-olmekischen Kultur tief verwurzelt waren. Auch die Kunst veränderte sich. Die dreidimensionale Monumentalität der kolossalen Köpfe wich flacheren, narrativen Reliefs auf Stelen. Der Fokus verlagerte sich von idealisierten Porträts hin zur Darstellung von Herrschern, die historische Ereignisse und ihre göttliche Legitimation festhielten. Die Epi-Olmeken waren die Brückenbauer Mesoamerikas. Sie bewahrten das heilige Erbe der Kalender, der Schrift und der göttlichen Herrschaft und gaben es in einer weiterentwickelten Form an die Nachwelt weiter und legten so das Fundament für die intellektuellen und politischen Errungenschaften der kommenden Jahrhunderte. Wenn wir die große Pyramide von La Venta betrachten, sehen wir nicht nur einen von Menschenhand geschaffenen Berg. Wir sehen den Prototyp für die heiligen Pyramiden von Teotihuacan, Tikal und Chichén Itzá. Das Vermächtnis der Olmeken ist kein Relikt aus ferner Vergangenheit, es ist die DNA, die in den Adern fast aller großen mesoamerikanischen Zivilisationen fließt. Ihre Ideen waren so fundamental, dass sie über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg weitergegeben, angepasst und neu interpretiert wurden. Die Maya, die oft als die Intellektuellen des alten Mesoamerika gelten, bauten direkt auf dem olmekischen Fundament auf. Ihr komplexes Schriftsystem war eine Weiterentwicklung der Epi-olmekischen Schrift. Ihr berühmter Kalender der langen Zählung hatte seine Wurzeln in Tres Zapotes. Ihre Götterwelt ist voller Echos des olmekischen Pantheons. Der olmekische Maisgott findet seine Entsprechung im Maya-Gott Hunhunapu und die gefiederte Schlange, ein mächtiges Symbol der Olmeken, wurde bei den Maya zu Kukulkan und später bei den Azteken zu Quetzalcoatl. Auch das rituelle Ballspiel, das in der gesamten Region gespielt wurde, hat seinen Ursprung in den ältesten bekannten Ballspielplätzen, die im Olmekenland gefunden wurden. Die Konzepte des göttlichen Königtums, der rituellen Blutopfer zur Besänftigung der Götter und die kosmologische Ausrichtung von Städten nach den Himmelsrichtungen, all dies sind Prinzipien, die von den Olmeken etabliert wurden. Selbst die Azteken, die fast 3000 Jahre nach dem Aufstieg von San Lorenzo ihre Blütezeit erlebten, blickten ehrfürchtig auf die Golfküste zurück. Sie nannten die Region Olman, das Land des Gummis, und betrachteten die Olmeken als eine mythische, ehrwürdige Ahnenkultur. Aztekische Herrscher sammelten olmekische Artefakte, führten Pilgerreisen zu den alten Ruinen durch und integrierten olmekische Jademasken,
und Figuren in ihre eigenen religiösen Opfergaben im Templo Mayor in ihrer Hauptstadt Tenochtitlan. Für sie waren dies keine bloßen Antiquitäten, sondern Objekte von immenser spiritueller Kraft, Reliquien aus der Zeit der Schöpfung. Die Olmeken waren somit nicht nur die Mutterkultur, sie waren die Architekten einer Weltanschauung, die Schöpfer eines kulturellen Betriebssystems, das über Jahrtausende lief. Ihre Ideen zu Kosmos, Macht und dem Heiligen waren die tiefen Strömungen, die den Lauf der mesoamerikanischen Geschichte bis zur Ankunft der Europäer prägten.